Hey Leute, ich habe heute 6 verschiedene Looks für euch, mit denen ihr euch sowohl im öffentlichen Raum als auch im Internet vor Gesichtserkennung schützen könnt. Ich hoffe, der ein oder andere Look inspiriert euch und ich erkläre euch auch ein bisschen, auf welche Kriterien ihr achten müsst, damit euer Gesicht nicht erkannt wird. Beim Drehen des Videos ist mir aufgefallen, dass manche der Looks besser funktionieren als andere, aber ich werde euch trotzdem alle zeigen und euch ein bisschen die Probleme erläutern. Und damit starten wir auch schon mit dem ersten Look. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bei diesem ersten Look werde ich mit einer Perücke arbeiten, die die eine Hälfte meines Gesichts bedecken wird. Mit der Farbe werde ich dann die andere Gesichtshälfte bearbeiten. Die einzelnen Schritte erklären sich eigentlich von selbst und ich werde euch währenddessen ein bisschen was über Gesichtserkennung erzählen. Gesichtserkennungstechnologie wird bei zum Beispiel Kameraüberwachung, bei Gesichtsfiltern in Apps, vom Militär, von der Wirtschaft, also von Unternehmen, von Nachrichtendiensten, von Digitalkameras, beim Entsperren von Handys und auch von der Polizei benutzt. Das heißt, dieser Look und auch die anderen eignen sich für Interneträume und für den öffentlichen Raum. Wie funktioniert Gesichtserkennung überhaupt? Die Technologie scannt unsere Gesichter, erkennt markante Punkte und berechnet diese mit bis zu 500.000 Markern. Dabei ist jedes Gesicht so individuell wie ein Fingerabdruck. Ein einziges Bild in einer Bilddatenbank genügt, um dich wiederzuerkennen. Zum Beispiel Bilder von dir, die du sorgenfrei ins Internet gestellt hast oder die du für deinen Ausweis oder Führerschein abgeben musstest, werden möglicherweise schon dafür genutzt. Diese Bilder werden analysiert und es wird ein Identitätsprofil erstellt, worüber du nicht entscheiden kannst, ob es gelöscht werden soll oder nicht. So, dann teste ich das nochmal alles mit der App. Ich habe mich für Snapchat entschieden, weil ich gemerkt habe, dass Snapchat härter zu verwirren ist als zum Beispiel Instagram. Ihr könnt aber auch, wenn ihr bei eurem Smartphone eingestellt habt, dass ihr es mit Gesichtserkennung entsperrt, testen, ob es noch entsperrt, wenn ihr euch so geschminkt habt. Und da sehen wir schon, dass mich keiner der Filter als Gesicht erkennt. Das heißt, dieses Make-up ist auf jeden Fall safe. Dann komme ich jetzt zum zweiten Look. Hier arbeite ich mit meinen Haaren, die ich ins Gesicht kämme und damit wieder meine eine Augenpartie bedecke. Auf der anderen Seite arbeite ich diesmal mit Vierecken, die teilweise auch über die Nase gehen. Die Nase ist einer der markanten Punkte für die Berechnung der Gesichtserkennungstechnologie. Wie ihr gleich sehen werdet, lasse ich meine Nase hier visuell mit dem Rest des Gesichtes verschmelzen, sodass sie nicht mehr als markante Abweichung gelesen werden kann. Wenn ich an Gesichtserkennung oder Massenüberwachung denke, merke ich, wie ich in ein bestimmtes Muster rutsche, dass ich nicht sofort zum Beispiel an den Ort denke, wo ich lebe, sondern eher an andere Staaten, in denen die Überwachungssysteme mit anderen Techniken kombiniert werden und jetzt schon verheerende Folgen haben. Sie werden als Unterdrückungsinstrumente in autoritären Staaten genutzt. Menschen werden mit Hilfe dieser Technologie zur Arbeit gezwungen, verfolgt, indoktriniert, überwacht, misshandelt und ermordet. So, jetzt teste ich auch nochmal den zweiten Look. Hier seht ihr, dass dieser Look auch sehr gut funktioniert. Kein Filter erkennt mein Gesicht als Gesicht. Das reicht mir. Ziel erreicht. So, damit kommen wir zum nächsten Style. Der Schachlook ist ein bisschen aufwendiger und braucht auch ein bisschen mehr Zeit. Dafür mache ich genau dasselbe, was Gesichtserkennung mit unseren Gesichtern auch macht. Ich packe mein Gesicht in ein Raster. Ich werde hier jetzt einfach mal Schwarz und Weiß benutzen, ihr könnt aber auch jegliche anderen Farben dafür verwenden. Wusstet ihr, dass auch in der EU großflächig Gesichtserkennung eingesetzt wird? Auch wenn die Überwachung in der EU bisher noch nicht so krasse Ausmaße angenommen hat, wird auch hier in verschiedenen Ländern Gesichtserkennung genutzt.
Mehrere Polizeibehörden verwenden diese Systeme schon seit 2014, ohne darüber zu informieren, dass es genutzt wird und in was für einer Dimension und in welchen Zusammenhängen dies passiert. Das Innenministerium in Deutschland möchte neben flächendeckender Kameraüberwachung, vor allem an Bahnhöfen und Flughäfen, der Polizei auch noch das Recht zusprechen, verschlüsselte Unterhaltungen, zum Beispiel über WhatsApp, zu überwachen. In San Francisco und Portland in den USA zum Beispiel wurden solche Vorgehensweisen schon längst verboten. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich für ein Verbot von Massenüberwachung und Gesichtserkennung einsetzen, die man auf jeden Fall unterstützen kann. Was wir immer bedenken müssen, ist, dass wir uns durch Schminke auffälliger und in manchen Fällen auch verdächtiger machen. Ich finde es sehr wichtig, dabei mitzudenken, dass ich zum Beispiel aus einer privilegierten Position spreche, weil ich mir bis zu einem bestimmten Punkt aussuchen kann, ob ich auffällig und damit verdächtiger sein möchte oder eben nicht. Da die Gesichtserkennungssysteme in Deutschland zum Beispiel hauptsächlich mit Gesichtern von weißen Männern trainiert werden, sind die Erkennungsquoten bei als Frauen gelesenen Menschen, bei schwarzen Menschen und People of Color am schlechtesten. Diese Technik wurde mit Diskriminierungen entwickelt und behandelt Menschen unterschiedlich. Schwarze Menschen und People of Color werden dabei mehrfach diskriminiert. Zuerst sind sie den rassistischen Vorurteilen der Polizei ausgesetzt, wobei sie pauschal kriminalisiert werden, und dann der rassistischen Technologie, die sie schneller als verdächtig einstuft und öfter als vermeintliche TäterInnen markiert. Was passiert, wenn der Rassismus, der an vielen Orten, auf vielen verschiedenen Ebenen täglich passiert, in eine Technologie eingeschrieben wird, die darüber entscheiden soll, wer gut und wer böse ist? Wie kann man diese Dynamiken in einer weiß dominierten Gesellschaft verhindern? Ein Verbot von politischer Seite zum Beispiel könnte dagegen wirken. Die EU-Kommission hat ein zuerst geplantes Moratorium, also ein 5-jähriges Verbot von Gesichtserkennung, leider wieder fallen lassen. So, und dann gucken wir mal wieder in die Gesichtserkennung. Dieser Look ist wirklich ein sehr, sehr sicherer Look, weil keine Gesichtserkennung dich als menschliches Gesicht erkennen wird und er gleichzeitig wirklich mega nice aussieht. Also, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann empfehle ich euch diesen. Damit wird euch niemand erkennen, weder online noch auf der Straße. Der nächste Look ist super, wenn ihr sensible Haut habt und euch nicht schminken wollt. Damit könnt ihr euch zum Beispiel bei Kundgebungen vor prüfenden Blicken und Kameras schützen. Aber dabei müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Da es verboten ist, sich auf öffentlichen Veranstaltungen zu vermummen und mit Repression verbunden ist, kann es auch gefährlich sein, diesen Look zu benutzen, weil ihr zum Beispiel festgenommen werden könntet. Außerdem wird dieser Look, der vor allem mit antifaschistischen Gruppen in Verbindung gebracht wird, stark kriminalisiert, während Schminke vielleicht ein bisschen harmloser wirken kann. Das testen wir dann mal. Und er scheint wirklich, wirklich sicher zu sein. Man wird garantiert nicht erkannt werden von PolizistInnen oder von Kameras. Also, dieser Look ist wirklich zu empfehlen für den öffentlichen Raum. Für diesen Look brauche ich ein Tuch, womit ich mein eines Auge bedecke. 2 Augen, die Stirn, das Verhältnis zwischen Mund, Nase, Augenbrauen und die Rundung des Gesichts sind Kriterien, die dafür sorgen, dass unsere Gesichter als Gesichter erkannt werden. Also werde ich hier jetzt mein Gesicht ein bisschen abstrahieren. Dafür benutze ich dieses Mal Dreieckformen in Orange und Rosa und male meine Lippe ein bisschen weiter an die Seite. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der jede Person jede Sekunde überwacht wird? Wenn du dich beobachtet fühlst, verhältst du dich dann anders? Traust du dich dann bestimmte Sachen nicht? Würdest du dich frei bewegen, frei reden, deine Meinung sagen? Würdest du demonstrieren gehen? Würde sich die Art und Weise verändern, wie du dich im öffentlichen Raum bewegst? Zensierst du dich selbst? Schränkst du dich ein? In welcher Situation soll mich die Schminke vor was schützen? Will ich einfach nur einkaufen gehen? Will ich auf öffentlichen Plätzen Widerstand leisten?
Womit mache ich mich auffälliger, als ich sein will? Muss ich mich in der gegebenen Situation schützen? Und wie wir sehen, die Gesichtserkennung ist bei diesem Look ein bisschen verwirrt. Man kann schon davon ausgehen, dass man nicht als individuelle Person erkannt wird. Allerdings seht ihr, wie die Lippe dazu führt, dass mein Gesicht trotzdem noch als Gesicht erkannt wird. Also zur Verwirrung wird es allemal lang. Wenn ihr richtig safe sein wollt, dann entscheidet euch aber lieber für was anderes. Durch Corona mussten wir uns alle an einen Mund-Nasenschutz gewöhnen. Und tatsächlich erschweren Masken die Gesichtserkennung bereits. Aber trotzdem ist die ganze Stirnpartie und die Punkte der Augenbrauen und der Abstand der Augen immer noch zu erkennen. Und da werde ich mich jetzt dran machen, diese zu verändern. Ich werde auch hier wieder mit Vierecken und Rastern arbeiten. Die Argumente von BefürworterInnen von Überwachung und Gesichtserkennung drehen sich ja meistens um Sicherheit vor Kriminalität, Terrorismus, Gewalt. Dabei ist Sicherheit ein sehr subjektiver Begriff. Manche fühlen sich möglicherweise wirklich sicherer, wenn bewaffnete PolizistInnen im öffentlichen Raum stehen. Ich dabei mache mir in solchen Momenten eher Sorgen und bekomme Angst. Weil Sicherheit ein Grundbedürfnis ist, wird die ganze Diskussion darum sehr emotional geführt. Aber was macht eine Überwachungskamera mit eingebauter Gesichtserkennung denn, wenn ein Verbrechen vor ihren Augen passiert? Kann sie Verbrechen verhindern? Kann sie eingreifen? Und wer wird wann und wie als verdächtig eingestuft? Wir werden sehen, wie sich die Geschehnisse mit der Corona-Pandemie verändern. Ich werde mich auf jeden Fall weiter informieren und mich so gut es geht gegen Überwachung einsetzen, damit unsere Freiheitsrechte bewahrt werden und wir uns alle ohne Einschränkungen und Zensur im öffentlichen Raum bewegen und äußern können. Wie ihr seht, funktioniert der Look auch ganz gut. Keiner der Filter erkennt mich. Wobei die Maske dabei natürlich auch immens hilft. So, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt immer dran, all diese Looks und Veränderungen, die wir an uns vornehmen, damit wir von Massenüberwachung nicht erkannt werden, können letztendlich nicht die Lösung der gesellschaftlichen Probleme sein. Massenüberwachung und Gesichtserkennung müssen politisch verboten werden. Das hier ist eine kleine Inspiration und wird letztendlich das Überwachungssystem nicht aufhalten und nicht verhindern, aber vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen. Und ich finde Verwirrung ja immer ganz gut. Also, liebe Leute, passt auf euch auf, bleibt wild und widerständig und guckt doch auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Lasst es euch gut gehen, stay safe, bis bald, ciao, ciao, bye.